Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School üben wir den Winkelwechsel. Passend zum kleinen Dorf Winkel, wo ich wohne, auch passend zum Übergang ins Sommertraining, wo ihr diesen Art von Schuss sehr gut üben könnt. Es ist ein Schuss, der zum Beispiel Austin Matthews überragend macht. Und worum geht's? Wie ich sagte, es geht darum, den Winkel zu ändern beim Schuss. Und in diesem Video zeige ich euch, wie genau das geht und auf was ihr achten müsst. Let's go! So, warum ist diesen Winkelwechsel so wichtig? Und es ist leider etwas, die ich erst nach meiner Spielerkarriere eingebaut habe in meinem Schuss. Ich wünsche mir sehr, dass ich das früher eingebaut hätte. Warum ist es so wichtig? Es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer 1, oft läuft man auf den Gegner zu. Wir nehmen dann einfach hier, dass der Eimer mein Gegner ist. Und wenn ich meine Scheibe genau hinter den Eimer habe, dann werde ich keine Chance haben, aufs Tor zu schießen, weil ich jedes Mal in meine Gegner reinballen würde. Alles, was man allerdings braucht, ist einen kleinen Zug zur Mitte. Und jetzt ist die Scheibe frei. Ich habe freie Sicht. Ich könnte dann direkt aufs Tor schießen. Bitte darauf achten, es ist kein riesen Toe Drag. Es ist ein bisschen wie ein Mini-Toe Drag. Wir wollen nicht die Scheibe 1 Meter in eine Richtung ziehen, sondern nur genug in eine Richtung ziehen, damit ich es an meinen Gegner vorbeibringen kann. Nächster Grund, warum sowas so wichtig ist. Ich als Hobby-Torwart, da ist absolut nichts Besseres für einen Hobby-Goalie, oder egal welcher Torwart, wenn ich einfach diesen Schuss sehen kann. Wir nehmen an, dass der Gegner diesen Puck jetzt schießen möchte und ich einfach rauskommen kann, stehen bleiben kann, Füße sind bereit, Hände sind bereit, da kommt der Schuss. Wenn er mich schlägt, wunderbar, hat er wahrscheinlich einen brutalen Schuss gemacht, aber ansonsten bin ich genau in einer Linie mit dem Puck. Hoffentlich stehe ich auch richtig zum Tor. Ich glaube, ich stehe eigentlich ein bisschen zu weit rechts, aber für unsere Videozwecke ist es relativ egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich stehe direkt zum Puck und ich muss mich dann kaum bewegen. So, wenn zum Beispiel der Gegner jetzt schaffen würde, diese Scheibe 20 cm, 15 cm in diese Richtung zu ziehen, dann ist auf einmal mein Winkel völlig falsch. Da wäre viel zu viel Platz frei hier in dieser Ecke und ich als Torwart, obwohl ich vielleicht versuche, so schnell wie möglich zu sein, bin niemals schnell, meine Beine sind niemals schneller als die Hände vom Feldspieler. Also ich habe nicht die Zeit, wenn der Feldspieler die Scheibe von hier bis da ganz schnell zieht. Ich habe nie die Zeit, diesen Shuffle zu machen, bevor der Schuss kommt. Von daher ist es sehr schwierig für den Torwart, weil er muss eigentlich in dem Schuss sich bewegen und das ist extrem schwer. Jeder Torwart, den man fragen würde, sagt, ich stehe viel lieber bereit, ready, einen Schuss zu halten. Also das sind die zwei Gründe und einen weiteren Grund gibt es. Jetzt drehe ich mich so und ich möchte, dass ihr seht, was passiert mit meiner oberen Hand, wenn ich die Scheibe etwas mehr zu mir reinziehe. Das wäre vielleicht meine normale Schussposition und jetzt ziehe ich die Scheibe leicht zu mir rein. Was passiert mit meiner oberen Hand? Die kommt automatisch raus. Was hilft es mir dann, dass der Hand automatisch rauskommt? Dass ich den Hand wieder reinziehen kann. Ich habe viel mehr Platz, um meine Hand reinzuziehen, um diesen sehr wichtigen Push-Pull-Bewegung beim Schuss zu erreichen. Was bedeutet Push-Pull? Ich will immer mit meiner unteren Hand schieben, das heißt pushen. Und ich will immer mit meiner oberen Hand ziehen, pullen, wie man aus Englisch sagt. So kann ich viel mehr Flex mit diesem Zug hier auf meinen Schläger entwickeln. Und wenn ich die Scheibe zu mir reinziehe, wie beim Winkelwechsel, dann kommt meine obere Hand automatisch mehr raus und somit kann ich das viel besser meinen Schläger flexen und einen härteren Schuss erreichen. So, genug geredet. Probieren wir ein paar aus dem Stand. Hoffe ich kriege ein paar gute Schüsse. Das kann jetzt weg. Habe ich meinem Schlitten, liebtes Schlitten, echt cool für viele Übungen. Und hoffe ich, kann ich euch zeigen jetzt, wie das ausschauen soll. So, Scheibe hier, keine Chance, Gegner, Schläger im Weg, Füße im Weg, okay, kurzer Zug vorbei.
Und Schuss. Der war ein bisschen mehr, das war mehr wie ein Toe Break. Ist manchmal nötig, wenn ich die Scheibe zum Beispiel hier rüber habe. Aber wenn ich es nur hier habe, ich habe trotzdem keinen Platz, dann einen ganz kurzen Zug. Und bumm, und snap ich das richtig schnell. Solltet ihr dabei einen Zweikontaktschuss machen oder solltet ihr dabei einen normalen Einkontaktschuss, wo die Scheibe die ganze Zeit auf dem Schlägerblatt hat? Es ist mir eigentlich relativ egal, das ist wirklich Geschmackssache. Allerdings, was man nicht machen sollte, ist Folgendes. Und dass man viel zu lang wartet, dass ich ziehe, warte, Scheibe ewig weit weg vom Schlägerblatt und ich sie schlage. Ich finde persönlich besser, da die Spitze unseres Schaufels die meisten Biegungen haben, ist es empfehlenswert, die Scheibe auch zu versuchen, an der Spitze des Schaufels zu lassen. Und somit möchte ich nicht, dass die Scheibe allzu viel rollt auf mein Schlägerblatt, indem ich mein Schlägerblatt ein bisschen vom Scheibe loslasse und dann die Scheibe schlage, sondern dass ich versuche, die ganze Zeit die Scheibe an meinen Schaufel zu haben. Und dann kann ich losfeuern. Allerdings, wenn ein mini bisschen Zweikontakt dabei ist, so wie hier, ist es auch überhaupt kein Problem. So, was sind die wichtigsten Punkte dabei? Was sind die größten Fehler? Wie vorhin erwähnt, versucht die Scheibe nicht zu lang nicht auf dem Schlägerblatt zu haben. Die Scheibe soll möglichst lange auf dem Schlägerblatt bleiben, auch wenn ihr vielleicht am Ende einen kleinen Zweikontaktschuss macht. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist das und dann den Schlag. Und das gibt dem Torwart wirklich die Zeit, vielleicht doch diesen nötigen Shuffle zu machen. Und damit es überhaupt gelingt, dass die Scheibe lange Zeit am Schlägerblatt bleibt, ihr müsst wirklich eure Spitze ins Eis drücken. Wie ihr seht, ihr könnt vielleicht sehen sogar, dass mein Schläger sich ein bisschen dabei flext. Drückt diese Spitze ins Eis, dann bleibt die Scheibe viel leichter an der Spitze kleben und dann kann man es gut ziehen. Und ich finde wirklich, man sollte wirklich lernen, dass diese neuen Kurvenbiegungen, die voll an der Spitze gebogen sind, dass man wirklich von der Spitze auch ziehen sollte. Bing! Ich liebe dieses Geräusch. So, jetzt versuche ich euch zu zeigen, wie das ausschaut aus unterschiedlichen Kameraperspektiven und vielleicht auch ein mini bisschen Anlauf, bevor wir im Eisstadion ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Wie ihr seht, mein ODR, vor allem auf dieser Seite, ist leider nicht sehr guter Schuss, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich ein bisschen für euch drehen kann hier auf meine Eisfläche. So. So, das war's für den Winkelwechsel bei Marcel's Hockey School in meinem kleinen Dorf Winkel. Sehr wichtiger Schuss zu üben und ich hoffe, dass ihr dabei heute ein bisschen was gelernt habt. Jetzt werde ich ein bisschen weiter schießen. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.